Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kommt, kommt! Heute mal eine etwas andere Umgebung und wie ihr es schon seht, in diesem Video geht es endlich um ein Quad. Das ist mir ja, wie ihr wisst, im Winter kaputt gegangen. Leck mich am Arsch, ey. Ich dachte erst, es war ein Motorschaden, aber es war doch was anderes, das ihr im Verlauf dieses Projekts noch erfahren werdet. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein kleines Intro geben, einen kleinen Abriss, was jetzt hier abgeht. Und ja, wie gesagt, ihr seht die Banshee hier stehen, Motor ist draußen, das eine oder andere Teil ist kaputt, aber auch das ein oder andere Teil ist nagelneu. Und in diesem Projekt, das über mehrere Videos gestreckt wird, bauen wir unser Quad wieder auf. Jetzt gucken wir mal ganz schnell noch über die Teile und da springen mir schon direkt Teile ins Auge, wo ich feucht werde. Hier sind zwei Lektron-Vergaser, die habe ich gerade vor 5 Minuten das erste Mal gesehen. Und ich habe, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben solche Lektron-Vergaser in der Hand. Das ist ja ein bisschen eine andere Funktionsweise wie normale Vergaser. Kommt aber auch noch alles im weiteren Verlauf der Videos. Also ich sehe hier so viele geile gepulverte Teile hier. Der ein oder andere Quadfahrer kennt diesen Grill hier. Finde ich richtig nice und hoffe ich, dass es geil rauskommt bei meiner. Sieht man, dass hier sämtliche Teile auch richtig geil schwarz Glanz gepulvert sind. Die Schwinge, die Arme. Den Bügel habe ich mir letztes Jahr an der GSW ja gut abgeschliffen. Da habe ich unbedingt einen neuen gebraucht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Banshee aufbaue, obwohl jetzt gar nicht so eine große Sache am Motor war, weil ich habe die letztes Jahr in Rekordzeit runtergeranzt, ich habe sie qualifiziert, wie man es so sagen kann. Wirklich alles, was in meine Hände kommt, ist irgendwann kaputt und deswegen wollte ich diesem Quad jetzt einfach mal diese Ehre gönnen, das wieder aufzubauen, es zu einem schönen Wetterfahrzeug zu machen und einfach wieder clean zu machen, ohne Rost, ohne Dreck, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich so ein legendäres Teil verranze oder halt fahre, wie man es fahren soll. Und jetzt werfen wir noch schnell hier einen Blick hin. Hier liegen richtige Highlights, nicht fallen lassen. Gucken wir erstmal bei der Kurbelwelle, das ist ja auch richtig nice, weil alles doppelt ist. Dadurch, dass es alles doppelt ist, ist es auch gleich alles doppelt so teuer. Ein doppelter Zylinder mit 2 Kolben. Dann hier 2 Luftfilter. Das wird jetzt ein sehr kurzes Video. Ich möchte euch nur mal ein kleines Intro geben. Ich möchte euch heiß machen auf dieses Projekt. Und wie gesagt, in mehreren Teilen wird das Ganze stattfinden. Ja, und ich glaube, der nächste Teil von diesem Video wird dann sein, wir werden jetzt erstmal an den Motor gehen. Ihr seht ja, alles liegt noch einzeln rum. Und jetzt labern wir nicht lange. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Projekt. Das Video ist zu Ende. Und ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch, wenn wir den Motor zusammenbauen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil.